Du suchst einen schnellen Weg, um so einen Auspuff wieder glänzend zu bekommen? Hier ist der, bleib dran. Kurz mal aus dem Alltag reingezoomt. Keine explizite Metallaufbereitung mit allen Differenzierten, sondern eine ganz schnelle Möglichkeit, sowas wieder halbwegs hinzubekommen, zeigen wir euch jetzt. Wir nehmen dafür Mancerna Metal Polish, tragen sie mit einem behandschuhten Finger, ohne auf den Boden zu fallen, einmal auf den Auspuff auf. Passt auf, dass ihr den Lack ausspart. Der Vorteil dieser schnellen Methode ist, ihr braucht nicht viel abkleben, weil ihr nur von Hand arbeitet. Das heißt, ihr habt keine Maschinen, die irgendwo rankommen. Wichtig natürlich, die Bereiche, die besonders verschmutzt sind, schön mit benetzen. Dann nehmt ihr das Tuch, was ihr gleich zum Polieren nehmt, wischt eure Finger da ab, weil die Politur könnt ihr gebrauchen und arbeitet quasi von vorne nach hinten mit so viel Druck, wie ihr aufwenden könnt. Die obere Kante lässt sich am besten polieren, indem man den einfach so rüberlegt. Die Frage, warum nimmt man überhaupt eine spezielle Metallpolitur, lässt sich relativ einfach beantworten. Man kann sich die Arbeit dadurch deutlich erleichtern, weil sie eben auch auf chemischer Basis wirkt und nicht nur mit einem Schleifkorn, was halt irgendwie den Dreck runterreibt, sondern es gibt ja auch eine chemische Reaktion, die dafür sorgt, dass es eben super einfach funktioniert und effektiv ist. Schnellste Variante für einen normalen Auspuff ist der jetzt wieder tiptop in Form. Wenn man hier so ganz eingebrannten Ruß hat, zeige ich euch was nicht viel länger dauert als Vorarbeit, wie man damit gut arbeiten kann. Diese Methode bitte nur bei Edelstahl-Auspuffanlagen und Echtchrom anwenden, der auch schon ein bisschen gebraucht ist. Nagelneue hochglänzende Flächen würden dadurch leicht zerkratzen. Wir nehmen 4,0er Stahlwolle und etwas Politur, beziehungsweise versuchen es erstmal ohne, um den Ruß abzubekommen. Dann geben wir etwas Politur mit drauf und das geht einfach super, super schnell. Gerade von Hand, wenn man kein Werkzeug zusätzlich hat. Wenn man einen Akkuschrauber hat und einen Polierball, kann man das auch ergänzend oder stattdessen versuchen. Zeige ich euch am Ende mal, habe ich beide Auspuffe nochmal nachbearbeitet. Da kriegt man einen besseren Hochglanz. Aber gerade um den Ruß runterzubekommen, ist das eine super Möglichkeit. Abschließend nochmal eine Hochglanzpolitur mit der Metallpolitur passt hinterher, einfach um die feinen Kratzer, die 4,0er Stahlwolle macht, zu vermeiden. Wenn man wirklich einen richtig vergammelten Auspuff hat, kann man auch mit 3,0er Stahlwolle anfangen, 4,0er Stahlwolle und dann hoch. Aber Achtung, das ist jetzt nichts wirklich für hochglänzende Oberflächen, sondern schon für polierten Edelstahl, der schon ein bisschen gebraucht aussieht. Aber man sieht vom Ergebnis, man kommt auf einen super Punkt. Ich zeige euch hier nochmal ein Video nach der Bearbeitung beider Auspuffendrohre. Auspuffaufbereitung à la Quick and Clean. Das sind die 80%, die man in 5 Minuten erreicht. Wer die 99 haben will, muss nochmal wahrscheinlich weitere 15 bis 20 aufwenden, geht auch. Aber es ging ja hier um eine schnelle Methode. Ich glaube, das Ergebnis kann sich gut sehen lassen. Erstmal Metallpolitur probieren, um einfach chemisch auch die Oxidation entfernen zu lassen. Das, was dann noch über ist, auf einem schon gebrauchten Auspuff mit Stahlwolle 4,0 entfernen. Wie gesagt, nicht bei verchromten Hochglanzauspuffen anwenden, das wird zerkratzt. Aber bei normalen Edelstahlanlagen funktioniert das wunderbar. Danach nochmal mit Metallpolitur hochpolieren. 5 Minuten, der Auspuff glänzt. Und man hat eine gute Base. Mit diesem Ergebnis verabschiede ich mich von dir und von euch. Viel Spaß beim Nachmachen. Hau rein.